Du hast vielleicht schon mal von ETFs gehört, aber was ist ein ETF? Die Frage werden wir heute beantworten. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer von TrueWealth. Was ist ein ETF? ETF steht für Exchange Traded Fund. Aber was ist es wirklich? Du kannst dir das vorstellen als Korb von Wertschriften. Und wenn es ein ETF auf Aktien ist, dann ein Korb, wo Aktien drin sind. Und so ein ETF, der verfolgt eigentlich meistens einen Index oder bildet einen Index ab, wie man auch sagt. Und der Index definiert, welche Aktien ist wie fest im Index vertreten. Und meistens ist das so gebaut, dass größere Unternehmen sind stärker gewichtet und kleinere sind kleiner gewichtet. Und von den kleineren gibt es auch mehr. Und der ETF macht dann genau das. Das ist eigentlich ganz einfach. Und du kannst dann einfach den ganzen Korb an der Börse kaufen oder auch verkaufen. Und ein Beispiel, das ihr vielleicht kennt, ist der SMI, der Swiss Market Index, also der Schweizer Marktindex. Das sind die 20 grössten börsenkotierten Unternehmen, die an der Schweizer Börse gehandelt werden, drin vertreten. Und entsprechend gibt es natürlich auch einen ETF auf der SMI. Was sind die Vorteile von ETF? Wenn du wissenschaftlich fundiert investieren willst, dann willst du nicht einfach nur in ein paar Aktien in einem Markt investieren. Du willst eigentlich pro Anlageklasse diversifiziert investiert sein. Also in alle Aktien oder sagen wir in 20 Aktien im Schweizer Aktienmarkt und das Gleiche im amerikanischen Aktienmarkt und so weiter. Und ein ETF macht genau das. Und nicht nur das, er macht es sehr, sehr kosteneffizient. Warum ist das wichtig? Ich erzähle immer wieder gerne das Beispiel, aber nehmen wir die 100'000 Franken, über 20 Jahre investiert und ob du jetzt 7% Rendite hast oder 6%, klingt noch wenig, aber das kleine Prozent Unterschied macht 66'000 Franken aus über 20 Jahre gesehen. Also es macht einen Unterschied. Und darum sind ETF für uns die richtigen Bausteine. Auf was musst du schauen, wenn du mit ETF investierst? Auf was musst du schauen, wenn du sie aussuchst? Ganz wichtig sind die Kosten. Auch ETF haben Unterschiede in den Kosten. Und wie gesagt, es macht einen großen Unterschied. Es lohnt sich, da genau drauf zu schauen. Und wie schaut man drauf? Jeder ETF, der weist eine sogenannte TER oder Total Expense Ratio aus. Die TER, das bedeutet eigentlich, was dich der ETF an Kosten jedes Jahr kostet. Es ist nicht so, dass dir der ETF eine Rechnung stellt, aber es mindert einfach seine Performance. Und die ist bei ETF im Großen und Ganzen sehr klein im Vergleich mit anderen Anlageinstrumenten, aber wie gesagt, es gibt Unterschiede. Und jetzt gibt es nicht nur den TER, es gibt auch noch sogenannte Geldbriefspanne, weil du musst die ETF ja an der Börse kaufen oder wieder verkaufen, wenn du das Geld wieder verwenden willst. Und die Geldbriefspanne macht auch einen Unterschied aus. Und je nach Liquidität des ETF kann die recht unterschiedlich sein. Und dann gibt es noch andere Aspekte. Auch die steuerliche Situation des ETF muss für dich abgestimmt sein, auf das musst du anschauen. Und dann vielleicht auch noch, wie der ETF eigentlich strukturiert ist. Also wie ist er gebaut, wie repliziert er seinen Index. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie ein ETF das kann machen kann. Es hat verschiedene Vor- und Nachteile und hat auch gewisse Risikokomponenten drin, die du verstehen musst. Okay, es gibt über 10'000 ETF am Markt. Vielleicht ist dir die Auswahl von diesen ETF zu mühsam oder du hast gar keine Zeit dafür. Wir bei TrueWealth, wir haben für jede Anlageklasse den besten ETF ausgewählt. Und mit dem setzen wir deine individuelle Anlagestrategie für dich um. Und zwar jederzeit diversifiziert und kostengünstig. Hast du eine Anmerkung oder eine Frage? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.